jetzt auch nochmal klar machen, das ist kein Wahlkampf, der da stattfindet. Und lasst euch da auch nicht ins Boxhorn jagen, wenn da jetzt feurige Debatten stattgefunden haben im Anschluss an die Regierungserklärung von Olaf Scholz am vergangenen Mittwoch. Das ist alles Schauspielerei. Das ist ein abgekatertes Schauspiel. Die sind sich in allem einig. Jetzt kann man sagen, ja, Verschwörungstheorien, Brandner, wo ist der Aluhut? Das lässt sich festmachen an Fakten. Die sind sich alle einig beispielsweise, dass keine Themen mehr auf die Tagesordnung des Deutschen Bundestags sollen. Wir haben inzwischen 2 Sitzungswochen hinter uns gebracht, die nahezu themenfrei waren. Hey Leute und herzlich willkommen. Stefan Brandner von der AfD hat beim Bürgerdialog in Jena richtig Klartext gesprochen. Er packt aus, warum die CDU keine echten Debatten im Bundestag will. Ganz einfach, weil die AfD mit besseren Reden und Lösungen überzeugt. Ein abgekartetes Spiel der Altparteien, das Brandner hier aufdeckt. Bleibt dran, das wollt ihr nicht verpassen. Und wenn euch das gefällt, dann lasst ein Like da, abonniert den Kanal und haut eure Meinung in die Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Auf geht's! Erstmal herzlichen Dank, Jürgen, dass du heute da bist und nochmal richtig schön Endspiel übrigens. Ich habe mir gerade seinen Terminkalender vorgelesen, das ist nochmal ein richtiger, ordentlicher, fulminanter Endspurt, der da hingelegt wird. Und die anderen 3 denken mal, wir wollen weitermachen, macht Spaß, wir haben auch gute Arbeit gemacht, wir haben durch die Regierung unter Druck gesetzt und wahrscheinlich unseren Anteil daran nicht nur, dass Merkel weg ist, das hat der eine oder andere ja schon vergessen, dass Merkel weg ist, der eine, ich habe schon von Leuten gehört, die wünschen sich teilweise Merkel zurück, so weit sind wir schon. Und die haben gesagt, was hat Merkel für eine Weitsicht bewiesen, als sie Friedrich Merz außen vor gehalten hat. Auch da muss man sagen, es war nicht alles schlecht an Merkel. So weit sind wir schon. Genau wie die Meinung teilweise vertreten wird, ist es auch nicht alles schlecht an Olaf Scholz. Stichwort Taurus und Marschflugkörper Richtung Russland. Also auch da ist nicht alles nur ganz hell und nur ganz dunkel, sondern es gibt auch da Grauschattierungen. Wo stehen wir jetzt? Zurzeit in Deutschland, in Thüringen habt ihr mitbekommen, diese seltsame, wurstelige Bromberg-Koalition, wobei ich bis heute nicht weiß, warum das Bromberg-Koalition heißen soll. Die steht ja, Tollkirchen-Koalition steht da ja irgendwie vom Abschluss, also eine Koalition, die ja nach der derzeitigen Sitzverteilung im Thüringer Landtag gar keine Mehrheit hat. Ne? Also nach meinen Berechnungen sind es genau 44 von 88 Sitzen, also fehlt da immer noch mindestens einer, der irgendwie da mit denen mitmacht, diese Koalition der Verlierer. Ihr habt ja alle die Landtagswahlergebnisse noch im Kopf. Diese Koalition der Verlierer hat sich irgendwie gefunden. Und ich sag mal, klar, was für der CDU zu erwarten war, hat man sich vorher schon denken können, dass sich die SPD mit ihren 6, irgendwas Prozent natürlich in die Regierung retten will, ist aus deren Sicht völlig klar. Aber was das Bündnis Sarah Wagenknecht da abgeliefert hat, da ist der ein oder andere doch, sag ich mal, auf den Boden der Tatsachen zurückgekehrt. Das hat man nicht, also ich persönlich jetzt nicht, aber das habe ich nicht mit vielen Leuten gesprochen, die gesagt haben, nee, das wird letztendlich, das wird eine gute Politik. Und jetzt sieht man, das sind die Steigbügelhalter derjenigen, die eigentlich abgewirtschaftet hatten. Und im Bund wird es im Ernstfall nicht anders aussehen. Also wir werden sehen, was in Thüringen dabei rauskommt, ob wir unser Wettbrötchen-Experten dann tatsächlich Ministerpräsident wird, gegen alle Beschlüsse auf seiner Partei, Abgrenzungs-, Brandmauern nach links, rechts, oben, unten, Gefängnismauernbeschlüsse, da wird einfach gesagt, wir Kopf durch die Wand. Wir haben zwar verloren und deshalb bin ich mal gespannt auf den nächsten letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga, ob da auch so unangefochten dann der erste deutsche Meister wird oder ob die letzten 5 sagen, wir haben mehr Punkte erzielt als der erste und auch mehr Tore geschossen als der erste. Also eigentlich sind wir 5 letzten deutscher Meister und uns gebührt die Schale. Ach du, einer sagte noch, das erinnert sich so ein bisschen an so einen Boxkampf, wo sich also der auf dem Boden liegende, der K.O.-Kandidat mit dem Schiedsrichter gegen den Sieger verwündet. Also gibt da einige Beispiele oder einige Bilder, die man so zeichnen kann. Darum geht es heute Abend aber nicht. Wir sind ja, wie gesagt, Bundespolitik, aber auch im Bund ist ja, habt ihr mitbekommen, genug los, international, national, insbesondere was das Thema Meinungsfreiheit wieder angeht, was die Frage angeht, wie geht das weiter mit dem Deutschen Bundestag, wie geht das weiter mit der Verfassung, und da muss man ganz ehrlich sagen, ist das ein klassischer Fehlstart. Ich bin ein bisschen erkältet, deshalb auch meine etwas rustikale Kleidung heute Abend. Klassischer Fehlstart, der da hingelegt wurde, was den Wahlkampf anging. Normalerweise
am Anfang eines Wahlkampfs kämpft man ja für seine Position und sagt, das und das und das wollen wir durchsetzen. Was stand hier am Anfang des Wahlkampfes der Altparteien? Stand erstmal eine Verbrüderung der Reste der Regierungskoalition unterstützt mit dem übergelaufenen FDP und unterstützt von maßgeblichen Kräften der selbsternannten Opposition, nämlich der CDU. Da arbeiten alle zusammen. Das muss man sich jetzt auch nochmal klar machen. Das ist kein Wahlkampf, der da stattfindet. Und lasst euch da auch nicht ins Boxhorn jagen, wenn da jetzt feurige Debatten stattgefunden haben im Anschluss an die Regierungserklärung von Olaf Scholz am vergangenen Mittwoch. Das ist alles Schauspielerei. Das ist ein abgekatertes Schauspiel. Die sind sich in allem einig. Jetzt kann man sagen, ja, Verschwörungstheorien, Brandner, wo ist denn Aluhut? Das lässt sich festmachen an Fakten. Die sind sich alle einig beispielsweise, dass keine Themen mehr auf die Tagesordnung des Deutschen Bundestags sollen. Wir haben inzwischen 2 Sitzungswochen hinter uns gebracht, die nahezu themenfrei waren. Also wir haben am letzten Freitag, normalerweise geht die Sitzung Freitag so von 9 bis 15 Uhr, wir hatten einen einzigen Tagesordnungspunkt und da wurde auf Wunsch der CDU über Cannabis, übers Kiffen debattiert, ein Stündchen, und dann sind alle nach Hause gefahren, weil sich keiner mehr traut, von den Altparteien Themen auf die Tagesordnung zu setzen. Die Regierung traut sich nicht, weil sie Angst davor hat, dass unter Umständen ja eine Mehrheit zustande kommen könnte durch uns, was jetzt eher unwahrscheinlich ist, dass wir rot-grünen Projekten zustimmen, aber das ist ja nicht völlig ausgeschlossen. Ich habe ja gesagt, es gibt nicht nur dunkel, schwarz und hellweiß sozusagen, sondern auch Nuancen dazwischen. Aber die größte Panik, die größte Angst liegt natürlich bei Friedrich Merz und seiner CDU, die uns erzählen, oder nicht nur uns, die Bürger in Deutschland erzählen, mit ihnen gäbe es einen Politikwechsel im Bereich des Gebäudeenergiegesetzes, im Bereich des Kernenergieaufstiegs, im Bereich des Bürgergelds, bei der Frage der freien Geschlechterwahl, bei der Frage Cannabis, bei der Frage, wie die innere Sicherheit gestaltet, wie läuft das mit der Zuwanderung. Da sagt die CDU, Mensch, dann fahren wir jetzt einen ganz anderen Kurs als die bisherige Ampelregierung. Wobei ich immer ganz große Augen mache und gucke dann und sage, wenn man gerade die Bürgergeldkritik beispielsweise, ist ja massiv von der CDU, Stichwort Jens Spahn, forciert. Jens Spahn, so verkrachter Gesundheitsminister, aus meiner Sicht dick im Korruptionssumpf irgendwo drinstecken. Das war ja diese Ungereimtheit mit der Millionenvilla mitten in Corona-Zeiten und so. Und der hat mit Gesundheitspolitik jetzt nichts mehr am Hut und macht einen auf Wirtschaftsexperte und sitzt ja gefühlt doppelt und dreifach in jeder Talkshow. Also das, was Sarah Wagenknecht auf ihrer Seite ist, jetzt Spahn fast bei der CDU. Und der tingelt halt durch die Talkshows und versucht, einen neuen Politikansatz zu vermitteln. Das nutzen die anderen natürlich maßlos aus. Sie wollen deshalb keine Debatten im Deutschen Bundestag haben, weil im Deutschen Bundestag natürlich auch die AfD zu Wort kommt und ja öfter mal gute bis sehr gute Reden hält. Alice Weidel, wenn die da die Regierung zerpflückt, unser eins, wenn wir mal ans Rednerpult dürfen. Also das ist natürlich dann da auch kein politischer Stein auf dem anderen. Und diese Bühne wollen sie uns nehmen, dadurch, dass gar keine Sitzungen mehr stattfinden sollen. Und wenn Sitzungen stattfinden, dann soll nur noch abgestimmt werden über Gesetze, die vorher zwischen Opposition, die CDU, CSU nennt sich halt so, und die Regierung abgekupfert sind, weil die genau wissen, sie mit ihren Ideen und Politikansätzen, sie kommen ja in die Talkshows und können so tun, als wenn sie jetzt die Probleme lösen. Dabei muss man doch wissen, die Probleme wurden durch diese Person erst geschaffen. Wir haben 15 Jahre Merkel mit Spahn und Klöckner und wie sie alle hießen, wo ich kein Wort, Linnemann und Amthor und wie sie alle ihren Maul aufreißen, wo ich kein Wort der Kritik gehört habe. Dann diese katastrophale Merkel-Politik, insbesondere seit 2015, wurde jetzt 3 Jahre von der Ampel fortgesetzt. Und jetzt soll uns klar gemacht werden, die Lösung des Problems wäre die CDU. Also sozusagen der Nährboden dessen, auf dem die Ampel ihre Wurzeln geschlagen. Und dann kann man sagen, ja, vielleicht ist das ja so. Aber die CDU macht ja nichts. Warum bringt sie denn jetzt ihr Bürgergeldabschaffungsgesetz nicht in den Bundestag ein? Dann wäre eine Mehrheit da. Warum kommt der Kernenergieeinstieg denn nicht? Da wäre eine Mehrheit da. Warum kommen denn keine Anträge zur Sicherung der Grenze und zur inneren Sicherheit? Da wäre die Mehrheit da. Was ist denn mit dem Cannabisgesetz und mit dem Selbstbestimmungsgesetz? Warum hat die CDU denn das nicht im Bundesrat verhindert? Hätte sie ja machen können. Warum kommen jetzt nicht die Anträge auf Reform oder Abschaffung? Die Mehrheit wäre da. Also es ist erstunken und erlogen, was da auf dieser Seite kommt. Um das Ganze noch die Krone aufzusetzen, wird auch hier wieder die Verfassung, insbesondere die Vorschriften der Verfassung zu den Neuwahlen, zur Vertrauensfrage, mit den Füßen getreten. Also wer ins Grundgesetz reinschaut, der liest
Der Bundeskanzler kann Vertrauensfrage stellen und wenn der Bundeskanzler die Vertrauensfrage verliert, dann kann er beantragen, den Bundestag aufzulösen und der Bundespräsident kann dem entsprechen oder auch nicht. Das heißt, der Bundespräsident ist noch gar nicht am Zug. Und was sehen wir alles was sehen wir für Bilder in den Gazetten? Da sind die führenden Politiker beim Bundespräsidenten und mauscheln da aus, was passieren könnte, wenn so eine Vertrauensfrage da gestellt wird, die dann zulasten des Bundeskanzlers aussehen. Es wird schon ein Wahltermin festgelegt, obwohl der Bundespräsident eigentlich nach dem Grundgesetz nach einer gescheiterten Vertrauensfrage prüfen müsste, mache ich überhaupt Neuwahlen und wenn ja, wann? Also auch da eine Hinterzimmer-Mauschelei, die mit Opposition, die mit Gewaltenteilung, die mit Demokratie, wenn überhaupt, dann nur noch ganz, ganz am Rande zu tun hat. Und das muss man immer wieder den Menschen auch sagen. Und deshalb heute Abend auch hier, lasst euch nicht aufs Glatteis führen, dass da jetzt angeblich irgendwelche Probleme gelöst werden. Die Probleme könnten jetzt gelöst werden. Wir haben eine demokratische Zeit. Sie haben demokratische Möglichkeiten zurzeit. Das müssten Sternstunden, Sterntage, Sternwochen, Sternmonate der Demokratie werden. In einem Bundestag, wo die Mehrheiten sich jetzt nicht daran orientieren, wer hat mit wem einen Koalitionsvertrag, sondern wo sich im Bundestag die Mehrheiten daran orientieren könnten, wo sind denn die Probleme zu lösen. Ich habe ja gerade ein paar Punkte angesprochen. Probleme lösen, Kernenergie beispielsweise, den Ausstieg aus dem Ausstieg. Warum kommt das denn nicht? Also es ist nicht gewollt, es wird so getan, als wenn das nach der Wahl kommt. Und zum Abschluss wird nochmal der Hinweis, dieses Brandmauer, Gefängnis, was auch immer, der CDU. Merz hat sich ja verplappert oder hat er ganz klar gemacht. Keine Zusammenarbeit mit der AfD. Sei es drum, sage ich immer, die werden schon irgendwann angekrochen kommen und werden sagen, lasst uns mal irgendwie mitmachen, ansonsten haben wir keine andere Möglichkeit. Aber wenn er uns ausschließt, heißt das doch wohl zwingend, dass die nächste Bundesregierung aus Schwarz, Rot und oder Grün besteht. Eine andere Möglichkeit gibt's ja überhaupt nicht. Das heißt es zwingend. Und das heißt zwingend jede Stimme, die für die CDU, CSU ist ja nicht so relevant, jede Stimme, die für die CDU hier abgegeben wird, ist eine Stimme für ein Weiter so mit Grünen und oder Roten an der Regierung, mit denjenigen, mit denen nicht ansatzweise auch nur Reformchen gelingen würden, wobei Reformen in Deutschland gar nicht ausreichen, sondern man braucht wirklich eine grundlegende Neuausrichtung der Politik in Deutschland. Und das funktioniert nur mit der Alternative für Deutschland. Deshalb lasst euch nicht ins Boxern jagen auf der einen Seite von Leuten, die sagen, wir sind die Lösung. Und auf der anderen Seite, ja, wenn wir die AfD wählen, dann passiert ja nichts, ihr kommt ja nicht in die Regierung. Je stärker wir sind, desto stärker können wir in der Politik unsere Akzente setzen und je stärker wir das machen können, desto besser ist es für unser Land. Erst den Abstieg stoppen, dann den Rückwärtsgang reinhauen und dann geht's wieder aufwärts mit Deutschland. Vielen Dank für die einleitenden Worte, die ich sprechen durfte. Geht raus, liebe Leute, es ist wieder soweit. Weht das Blau, das uns in die Freiheit geleitet. Demokratie und Grundwerte, das ist unser Plan. Mit der AfD kommt ein neuer Morgen an. Hey, 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 macht die Kreuze klar für die AfD. Ja, das ist wunderbar, wir schützen unser Land. Das ist unser Ziel, mit blauen Herzen geht's nach Brüssel mit viel Stil. Volksabstimmungen, das Schweizer Modell. Das ist unser Weg, das finden wir ganz toll. Bundespräsidentenwahl direkt durch dich und mich. Mit der AfD wird Deutschland wirklich neu und frisch. Hey, 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 macht die Kreuze klar für die AfD. Ja, das ist wunderbar, wir schützen unser Land. Das ist unser Ziel, mit blauen Herzen geht's nach Brüssel mit viel Stil. Opferschutz statt Täterschutz, das ist unser Recht. Unabhängige Richter, da wird's wieder echt gerecht. Deutsche Grenzen schützen, das haben wir erkannt. Mit der AfD, da bleibt Deutschland in der Hand. Hey, 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 macht die Kreuze klar für die AfD. Ja, das ist wunderbar, wir schützen unser Land. Das ist unser Ziel, mit blauen Herzen geht's nach Brüssel mit viel Stil. Kinder und Familien, die sind uns viel wert. Die deutsche Sprache, die haben wir geehrt. Der Klimaweg endet, Umwelt wird geschützt. Mit der AfD wird Europa neu gemixt.
viel wert. Unabhängige Richter, da läuft's wieder echt. Deutsche Grenzen schützen, das haben wir erkannt. Mit der AfD wird Deutschland in der Hand. Hey, 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 macht die Kreuze klar für die AfD.